Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es endlich wieder weiter mit dem Thema Hardware-Hacking. Ja, nachdem wir im Teil 1 den Türleser angeschaut haben und im letzten Teil uns die Open Source Türzutrittssteuerung angeschaut haben, welche wir dann zusammengelötet haben, werden wir uns heute mit dem Thema der Administration dieser Open Source Lösung beschäftigen. Ziel soll es sein, dass wir ein funktionierendes Testsystem haben mit einem User, der mit seiner Karte entsprechend die Tür öffnen kann, damit wir dann im nächsten Teil endlich dieses System auf Schwachstellen analysieren können. Doch bevor wir es administrieren können, müssen wir auch die Firmware flashen und was es da zu beachten gibt, und auch in meiner Kombination gab es eine kleine Besonderheit, das schauen wir uns heute in diesem Video an. Also nachdem wir letztes Mal im Bereich Hardwareentwicklung haben, sind wir heute im Bereich dem Software-Teil, Userverwaltung und nächstes Mal geht es mit dem Hacking weiter. Ich möchte gar nicht weiter viel um den heißen Brei herumreden, denn wir starten wie immer sofort damit nach dem Intro. Ich schwenke die Kamera, fange jeden Blick ein. In der Cyberwelt, da muss das Wissen richtig sein. Haufen Bits und Bytes, das verarbeiten wir jeden Tag. Sichere die Daten, ne Gefahr, die ist kein Spaß. Hier geht's um Technik, immer up to date. Foto, Videos, Kameras, früh bis spät. Filme wie ein Pro mit der Cam in der Hand. Hier bist du richtig, wo meine Leidenschaft entbrannt. Mach die Augen auf, hier wird seine Story erzählt. In der digitalen Welt, wo Sicherheit gewählt. Foto, Video, ne Ziel, das ist unser Spiel, das uns zusammen entdecken, das digitale Gefühl. Ja, nachdem wir jetzt hier auf der einen Seite unseren Leser und auf der anderen Seite unsere Open Source Lösung haben, werden wir das jetzt endlich zusammenfügen, sodass wir das Ganze das erste Mal als komplettes Bundle in Betrieb nehmen können und wir entsprechend die Firmware flashen können. Ja, lasst uns mal zusammen anschauen, wie wir das Ganze jetzt einfach mal zusammengebaut haben. Ja, als erstes habe ich mal die 12 Volt Spannungsversorgung verdrahtet, habe dazu 2 kurze Kabel einfach verwendet, angeschraubt und danach habe ich mich um die symbolische Türzutrittsdarstellung mit der grünen und der roten LED gekümmert. Ja, beide LEDs teilen sich hier eine gemeinsame Spannungsquelle und diese wird dann nur jeweils von einem unterschiedlichen Pfad zu Ground über das Relais aufgeteilt. Wie das genau ausschaut, schauen wir uns gleich nochmal im Detail an. Damit das Ganze jetzt etwas besser hält, kommt hier ein kleines Elektrikerklebeband drum und die kleine Ampel schaut schon mal soweit gut aus. Dann auf der anderen Seite habe ich das vorbereitete Wiegand, Daten- und Stromversorgungskabel auf der einen Seite mit unserem Laser verbunden und auf der anderen Seite verbinde ich es an den vorbereiteten Anschlussklemmen auf unserer Türzutrittssteuerung. Auch da ein bisschen Klebeband drum, dann ist das Ganze stabil. So, in der Gesamtzusammenfassung schaut das Ganze jetzt so aus. Wir haben hier auf der einen Seite beim Laser Wiegand und Spannung und Ground jeweils angeschlossen. Hier auf der anderen Seite auch bei unserer Open Source Steuerplatine. Oben, wie gesagt, schon die Spannungsversorgung mit 2 kleinen kurzen Drähten. Und das jetzt hier ist der Anschluss unserer Türzusteuerungsdarstellung. Ich halte das Ganze hier mal kurz an. Wir sehen hier in der Mitte ist die Ground-Leitung. Das ist der Eingang vom Relais. Ja, unterhalb das blaue Kabel, das ist immer geschlossen im stromlosen Zustand, das ist das Normally Closed. Das ist verbunden mit der roten LED, um zu zeigen, wenn nichts passiert, dann ist die Tür zu. Und das gelbe Kabel oben, das ist das Normally Open, das ist normalerweise offen und wird nur geschaltet, wenn das Relais aktiv ist. Und das ist die Darstellung, die zeigt, dass ein Türzutritt erfolgreich nun möglich ist. Ja, und somit ist unser Türzutrittssystem fertig. Ja, noch ganz kurz, ich hatte ja gesagt, es gibt entsprechende Magnetschlösser, die halten die Tür zu und dann gibt es die, die machen auf, wenn sie Strom bekommen. In unserem Fall, wenn wir uns jetzt hier nochmal die Konfiguration anschauen, ist die rote LED eine LED, die an einem Port Normally Closed hängt. Denn Normally Closed heißt, im Normalfall ist hier der Stromkreis geschlossen. Das wäre ein Magnetschalter, ich blende ihn euch nochmal ein, der, solange er Strom hat, die Tür zuhält. Falls der Strom ausfällt und es ist zum Beispiel eine Notausgangstür, würde dieser Magnetverschluss nicht mehr halten. Er würde öffnen und man könnte im Notfall, also wenn der Strom ausfällt, diese als Fluchtweg benutzen. Deswegen Normally Closed. Die zweite LED, in unserem Fall die grüne, das ist die Normally Open.
Normally Open bedeutet, dass dieser Stromkreis immer normal offen ist. Und erst wenn unser Türzutrittsleser grünes Licht gibt und sagt, du darfst rein, dann wird dieser Stromkreis geschlossen. Das heißt, rot wird geöffnet, grün wird geschlossen. Und dann wäre das der Fall für diese Magnetschalter, die mit der Feder, die dann reingezogen wird. Und solange wir halt diese Opening-Zeit gesetzt haben, für diese Zeit entsprechend die Feder aufzieht, ich kann dann rein und danach sperrt sie sofort wieder zu, sobald der Strom ausfällt. Das nochmal als kleiner Exkurs zu Normally Open, Normally Closed und die zwei verschiedenen Varianten an Sicherheitsmechanismen, die dort dahinter getriggert werden. Ja, nachdem das Ganze zusammengebaut ist, müssen wir uns natürlich auch um die Firmware kümmern. Ich habe euch letztes Mal diese Firmware gezeigt, mit der Möglichkeit, hier entsprechend auch individuelle Konfigurationen durchzuführen. Das Problem, was ich hatte, diese Firmware unterstützt nur Standard Vigant-Reader. Unser Reader kommuniziert ganz konform per Vigant, doch er nutzt, warum auch immer, Vigant 35-Bit-Format. In der Branche üblich ist das Vigant 34-Bit-Format. Deswegen müssen wir hier leider auf eine geforkte Version zurückgreifen, die uns die Möglichkeit bietet, ein individuelles Vigant-Datenformat zu definieren. Deswegen werden wir uns jetzt den Fork anschauen und wir schauen uns an, wie wir die Firmware auf den ESP flashen. Ja, das ist im Prinzip der Fork dazu. Ich tue euch da unten in der Videobeschreibung auch entsprechend zum entsprechenden GitHub-Repo den Link einfügen. Dieser Fork von dem ganzen Projekt nutzt die Bibliothek Vigant NG, Vigant New Generation oder Next Generation, ich weiß nicht genau, auf jeden Fall ist es eine fortgeschrittenere Vigant-Bibliothek, die uns ermöglicht, hier auch beliebig lange Vigant-Bit-Datenformate zu verarbeiten. Wenn wir hier in den Release-Bereich reingehen, können wir uns die Generic Bin runterladen. Das mache ich jetzt einfach mal. Und wenn wir dann entsprechend die Binary runtergeladen haben, dann können wir das flashen. Die einfachste Möglichkeit, ein Node-MCU zu flashen, er hat ja bereits einen USB-Anschluss dran, das heißt, wir brauchen hier kein spezielles Programmiergerät. Wenn ihr noch kein Node-MCU habt, unten, wie gesagt, auch meine Partlist, damit ihr auch die Teile habt, um das Projekt bei euch nachzubauen. Dann reicht es, durch den USB-Anschluss einfach ein Webflasher zu nutzen. Für einen Webflasher brauchen wir den Chrome-Browser, weil der die Web-Serial-Verbindung nutzt und ihr geht da auf die Seite von Spacehoon, esptool.spacehoon.com und ihr landet dann hier auf dieser Startseite. Das Einzige, was ihr jetzt machen müsst, ist euren ESP zu verbinden. Ich verbinde ihn hier einfach mal. So, er ist jetzt hier verbunden. Ich klicke dann auf Connect und dann kann ich hier aus der Liste der seriellen Geräte den ESP auswählen. Er hat jetzt hier gerade Klick gemacht und hier habe ich noch eine alte Firmware vorbelegt von Marauder. Die würde ich jetzt hier mal entfernen und ich würde jetzt hier mit Add ganz einfach meine runtergeladene Firmware-Datei auswählen. Wenn ich die ausgewählt habe, klicke ich auf Programm, er wird geflasht, er startet einmal durch. Wenn es noch nicht sofort funktioniert, dann einmal vom Strom nehmen, wieder anstecken und dann funktioniert das Ganze. Ja, ich habe das Ganze jetzt hier mal geflasht und wenn alles erfolgreich war, ihr den ESP neu gestartet habt, einfach einmal vom Strom nehmen und wieder anstecken, dann solltet ihr jetzt ein neues Wi-Fi sehen. Und zwar das ESP RFID. Wenn ich da drauf gehe, dann seid ihr auch schon mit dem ESP verbunden und ihr könnt die erstmalige Konfiguration durchführen. So, wenn der ESP dann gestartet ist und ihr seid auf die IP-Adresse 192.168.4.1 gegangen, dann werdet ihr von dem Anmeldebildschirm vom ESP begrüßt. Standardpasswort ist Admin. Bei iOS-Geräten ist es, warum auch immer, so, dass er dann nochmal einen Anmeldedialog anbietet oder
verlangt und da einfach nochmal Admin und dann seid auch ihr hier auf der Übersichtsseite. Ja, das ist im Prinzip die Seite, wo es ihr von eurem Zutrittssystem begrüßt wird. Das ist auch die Stelle, wo es ihr dann entsprechend die Einstellungen vornimmt. Ja, im Bereich Hardware-Settings habt ihr dann die Möglichkeit, hier auch die entsprechenden Pins zu definieren. Bei meiner Hardware-Platine habe ich die entsprechenden Vigant-Pins auf GPIO 4 und 5 gesetzt. Deswegen, sofern es bei euch noch nicht entsprechend gesetzt ist, hier eure entsprechenden Pins hinterlegen. Ja, was gibt es noch an Einstellungen? Ich habe mir hier gesagt noch, dass man auch mit einem PIN-Code allein rein kann. Ich habe dann hier noch aktiviert, dass wir die Wi-Fi-LED einschalten. Das ist manchmal ein bisschen einfacher, um zu sehen, liegt es bei Problemen an der Spannungsversorgung, bootet der ESP überhaupt. Wenn das WLAN aufgestattet wird, dann läuft der ESP und ist nochmal ein zusätzliches Kriterium einfach zum Sehen. Ja, er läuft und wenn, dann liegt es vielleicht an irgendwelchen Wi-Fi-Verbindungsproblemen eurerseits, wenn ihr nicht auf den ESP zugreifen könnt. Wie gesagt, manchmal gibt es ein bisschen Probleme, dann einfach vielleicht nochmal Netzwerkeinstellungen, also Wi-Fi komplett schließen, neu starten und nochmal neu verbinden und dann soll es normal auch funktionieren. Ja, wir haben ja noch einen entsprechenden Open-Log-Pin, der steht bei GPIO 12. Das ist im Prinzip so ein Notausgangsbutton, den man auf der Türinnenseite quasi als Notausgang drückt man einmal drauf, dann geht die Tür auch auf, entsprechend definieren kann. Wir haben auch noch einen Beeper. Ich habe mir jetzt bei meiner Hardware-Platine auf den Beeper verzichtet. Ja, wer möchte, kann auch noch einen kleinen Systempieper mit reinlöten. Ja, was dann wichtig ist, ist der Port für das Relais. In meinem Fall habe ich das Relais an GPIO 13 gesetzt. Wenn ihr ein Node-MCU nutzt oder entsprechend eine andere Bordlösung, dann schaut euch bitte zuvor euer Pinout an. Ich blende hier das Pinout für den Node-MCU mal ein, da einfach danach googeln und entsprechend schauen, weil die Pin-Bezeichnungen sind oft nicht ganz eindeutig. Auf dem Board sind oft andere Pin-Bezeichnungen drauf, als wie dann hier als die GPIO. Also die GPIO sind dann tatsächlich die Hardware-Pin-Bezeichnungen genutzt werden. Deswegen immer für euch Mapping machen, stimmt der GPIO-Pin auch mit dem Pin, den ihr auch tatsächlich am Board an der Markierung nutzt überein. Wo es ihr ein bisschen spielen müsst oder es entsprechend wissen müsst, ist das Problem mit dem, muss das Relay Active High oder Active Low sein. Denn in meinem Fall hatte ich ja das Problem, dadurch, dass ich ein 5 Volt Relais hatte und mein Node MCU nur 3,3 Volt liefert, musste ich über einen Trick 17 über den MOSFET entsprechend das Relais triggern. Das setzt bei mir die Logik vom Relais einmal komplett um. Denn das Relais schaltet normal, wenn der Pegel auf Low gesetzt wird. In meinem Fall muss der Pegel High werden, damit der MOSFET die Ground-Leitung durchschaltet und das Relais dadurch auf Low gezogen wird. Das heißt, ich brauche hier im Prinzip die Logikumkehr, weil ich brauche im Prinzip einen High-Pegel, damit ich das Relais auf Low ziehen kann. Ja, ist meine Besonderheit, 5 Volt Relais. Wenn ihr den Fehler oder den Workaround nicht haben wollt, dann schaut am besten gleich, dass ihr ein 3,3 Volt Relais auch entsprechend verwendet. Ansonsten, wie gesagt, mit dem MOSFET geht es auch, aber dann hier drauf aufpassen und entsprechend schauen, dass die richtige Einstellung gewählt ist. Mit Klick auf den Test-Button, den ihr hier seht, neben dem Relay-Pin könnt ihr auch testen, ob das Relais dann entsprechend schaltet. Wenn ich jetzt hier einfach mal auf Test klicke, dann schaltet auch das Relais. Dann haben wir hier noch den Log-Type Momentary. Das ist im Prinzip, ob das Schloss dauerhaft unter Strom stehen muss oder ob es nur kurzzeitig für den Öffnungsvorgang mit Strom versorgt wird. Da auch entsprechend das eurer individuellen Hardware-Konfiguration einstellen.
hier die Activation Time. Wir sehen es hier, das ist in Millisekunden angegeben. Wir haben hier im Prinzip 400 Millisekunden. Das sind 0,4 Sekunden, wo das Schloss geöffnet ist. Es ist im Prinzip die Zeit, wo es Klick macht. Ich kann anziehen und danach ist sofort schon wieder verriegelt. Dann kann ich der Tür auch entsprechend einen Namen geben. In meinem Fall heißt sie ganz einfach Door. Was jetzt hier meine Firmware ja an Besonderheit hatte, ist das Thema Vigant-Bits. Ich kann jetzt hier entsprechend in einer Klappleiste, ich klicke es jetzt mal nicht an, entsprechend die Vigant-Konfiguration auswählen. Hier haben wir keine 35-Bit Vigant zur Auswahl. Deswegen musste ich hier, also wenn es auch ihr einen 35-Bit Vigant Reader nutzt, folgenden Workaround nutzen. Zunächst eure Konfiguration entsprechend speichern. Man muss sie dann unten nochmal entsprechend anschauen, pushen. Dann wird sie geschrieben, das Gerät startet nochmal neu und erst dann ist die Konfiguration wirksam. Sofern jetzt hier bei meinem Reader nicht 35-Bit gesetzt sind, kann ich keine entsprechenden Token anlernen, beziehungsweise das Gerät registriert sie nicht. Deswegen kann man hier im Bereich Backup and Restore, kann ich hier mit Backup Settings entsprechend eine JSON-Datei runterladen, die die Settings aufweist. Ich muss dann jetzt hier hergehen, kann sie jetzt mal laden, ist jetzt auch egal, aber ich kann jetzt hier hergehen und dann diese JSON-Datei entsprechend bearbeiten. Ja, die runtergeladene JSON-Datei schaut in meinem Fall wie folgt aus. Das ist im Prinzip genau diese Konfiguration, die wir gerade durchgegangen sind. Und was an der Stelle wichtig ist, was ich hier entsprechend manuell setzen muss, ist dann mit wie viel Bits mein Vigant Reader arbeitet. Wir haben hier unten dann den Parameter Vigant Bits und den stellt ihr vom eingegebenen Standardwert, wenn ihr zum Beispiel noch 34 Bits entsprechend in der Auswahl ausgewählt habt, hier dann auf 35 Bit. Ihr speichert das Ganze und dann ladet ihr die Konfiguration wieder hoch. Ja, Konfiguration hochladen ist dann auch wieder ganz einfach. Ich gehe in Restore Settings hier unten auf den Punkt und wähle die manipulierte JSON-Datei aus, wird hochgeladen. Ich muss das Ganze nochmal entsprechend freigeben. Ich sehe im Prinzip nochmal, es wird nochmal gepasst, nochmal geprüft und wenn ich dann auf Bestätigen gehe, dann wird die Config aktiv. Er startet wieder neu und dann ist der Reader für 35 Bit klar. So, was wir jetzt natürlich noch machen müssen, ist einen User anlegen. Ich habe hier zwei Token vorbereitet und zwar einer mit einer Kennzeichnung CU für Control Unit und einen mit einem R für Reader. Ich zeige es euch hier auch nochmal in der Nahaufnahme. Die zwei Token CU und R für Control Unit und Reader. Den Token mit Control Unit Kennzeichnung, den werde ich jetzt hier als möglichen Zugangstoken anlernen. Den mit Reader, den werde ich dann im weiteren Verlauf von unserer Videoreihe, wenn wir den Reader als Standalone-Lösung verwenden, nur am Reader direkt anlernen. Damit haben wir hier immer zwei Möglichkeiten. Solange wir uns jetzt hier in der Open Source Steuerungseinheit bewegen, haben wir immer den Test. Der CU, der sollte öffnen und der R wie Reader, der sollte nicht öffnen. Somit haben wir hier immer die Möglichkeit zum Testen, ob unsere Konfiguration funktioniert. Ja, Anlernen von dem Ganzen ist ganz einfach. Entweder klicke ich hier eben auf New User oder ich halte einfach den Token drauf. Er piept jetzt hier einmal und ich sehe, das ist die UID, die er ausgelesen hat. Ich könnte jetzt hier noch einen PIN-Code vergeben. Eigentlich hätte ich gewollt, dass wir hier das Ganze auch mal mit einem PIN-Code testen, wie ich den PIN-Code entsprechend hier setzen kann, dass ich auch nur mit einem PIN-Code rein kann. Leider in dieser Konfiguration, es mag vielleicht an meinem nicht ganz standardkonformen Reader hier liegen, den ich hier eingesetzt habe, ignoriert meine Steuereinheit leider den PIN-Code. Aber die Karten, die funktionieren auf jeden Fall. Ich würde jetzt hier einfach mal dem Ganzen einen Namen geben. Ich nenne den einfach User 1, der ist die ganze Zeit gültig und ich gebe ihm Zutritt
während der Öffnungszeiten. Also es gibt ja auch noch eine Admin-Tabelle, wo ich sagen kann, Zeiten, zu denen ein Zugang möglich ist und wann er nicht möglich sein kann. Zum Beispiel, man hat irgendwelche Öffnungszeiten, wo man sagt, nur innerhalb von den Öffnungszeiten darf er rein, außerhalb der Öffnungszeiten darf er nicht rein oder darf er immer rein. Genau. Mehr brauche ich hier gar nicht machen. Ich gehe auf Save Changes und ich habe jetzt hier unseren User aktiviert. Ja, und wenn ich dann eben mit meinem User jetzt hier auf den Leser gehe, dann sollte derer, wir sehen, öffnen. Der Reader macht natürlich ein riesen Radau, weil er noch nicht kapiert, dass ja eigentlich er nur das Gerät ist, was die ID von dem Chip ausliest und an unsere Steuereinheit weitergeben soll und nicht selber für die Authentifizierung verantwortlich ist. Könnte man auch noch einstellen, dass der hier keinerlei Ton von sich gibt. Das wäre in so einer Konfiguration, wo wir ihn nur als reines Lesegerät benutzen, natürlich die richtige Einstellung. Da wir ihn aber noch als Standalone-Version nutzen, interessiert es mich jetzt erstmal nicht. Also nochmal zum Test. Ich lege ihn einmal drauf. Er öffnet im Vergleich dazu den Token, den ich nicht angelernt habe. Ich halte ihn drauf und es passiert nichts. Nochmal Vergleich. Der öffnet, der andere nicht. Super. Somit haben wir jetzt eine wunderbare Testumgebung vorbereitet, in der wir einen Token haben, der unser Türzutrittssystem öffnet, und wir haben einen zur Gegenprobe, der nicht berechtigt ist. Es hat funktioniert. Wir sehen, unsere Basisadministration hat funktioniert. Nochmal kurz zur Zusammenfassung. Also was wichtig ist, nachdem ihr die Hardware gebaut habt, entsprechend flashen. Solltet ihr einen nicht Vigant-konformen Reader haben, dann nutzt ihr die Fork-Firmware, ansonsten könnt ihr auch die normale Firmware nutzen. Wenn ihr die Fork-Firmware nutzt und einen nicht standardkonformen Vigant-Reader habt, dann entsprechend eure Vigant-Bitlänge administrieren, per JSON-Import setzen, dann euren User anlegen und dann sollte das Ganze funktionieren. Natürlich, so wie wir es auch schon angeschaut hatten, entsprechend die GPIO-Pins entsprechend eurer individuellen Hardware setzen. Ja, damit ist eigentlich auch schon alles getan. Wir haben hier eine perfekte funktionierende Zutrittslösung, die uns im Prinzip zeigt, ob wir einen Zugriff erlangen konnten oder nicht. Ja, ich hoffe, euch hat dieser Überblick schon mal gefallen. Ja, mich würde es natürlich auch freuen, wenn ihr hier mit aktiv seid, selber hier mitmacht und nachbaut. Wenn ihr Fragen habt, gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr Sachen nicht verstanden habt, auch gerne kommentieren. Ich versuche euch da zu helfen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gerne einen Daumen nach oben da lassen, den Kanal abonnieren und die Glocke drücken nicht vergessen. Dann werdet ihr auch wieder benachrichtigt, wenn wir hier in unserer Reihe weiter voranschreiten. Denn im nächsten Teil werden wir jetzt anfangen, unsere Demo-Zutrittslösung zu hacken. Wie wir das machen können, was wir für Sicherheitslücken finden werden, seid gespannt. Es bleibt auf jeden Fall wahnsinnig spannend. Auch im weiteren Teil der Reihe, denn wir schauen uns ja, nachdem wir uns das angeschaut haben, auch nochmal die Standalone-Lösung an, wenn unser Zutrittsleser ganz allein die Kontrolle übernimmt, ohne unsere Open-Source-Lösung da dazwischen. Ob das dann sicherer ist, wir werden es sehen. Und ihr werdet die ein oder andere Überraschung sicher noch hier erleben. Mich freut es, wenn es euch gefallen hat, und ich würde mich wirklich wahnsinnig freuen, wenn ihr dabei bleibt und auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. In diesem Sinne, macht es gut. Ciao, euer Raik.